Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für leckere Kohlrabi-Nuggets. Dazu gibt es einen Kräuterquark-Dip. Für den Dip als erstes eine halbe Salatgurke mit einer Reibe grob raspeln, die Gurkenraspeln in eine Rührschüssel geben, danach eine kleine rote Zwiebel abziehen, anschließend fein hacken, ebenfalls in die Rührschüssel geben und dann habe ich hier noch je einen kleinen Bund Petersilie sowie Schnittlauch. Alternativ könnt ihr natürlich auch andere Kräuter verwenden, ganz wie ihr wollt. Die Kräuter fein hacken, in die Rührschüssel geben und dann fehlen nur noch 400 Gramm Quark, einen guten Schuss Olivenöl, etwas Weißweinessig und eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlener Pfeffer. Anschließend alles einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können und dann bis zum Anrichten zur Seite stellen. Weiter geht's mit dem Kohlrabi. Davon brauchen wir 3 bis 4 Stück, je nach Größe, einfach schälen und dann mit einem Messer halbieren und in kleine, möglichst gleich große Stücke schneiden. Wenn das erledigt ist, können wir die Kohlrabi-Stücke panieren. Dafür baue ich mir hier 3 Schüsseln für eine kleine Panierstraße auf. In die erste Schüssel kommt Mehl, in die zweite schlage ich 2 Eier, außerdem kommt eine gute Prise Salz sowie Pfeffer dazu. Das Ei anschließend mit einer Gabel verquirlen und zum Schluss gebe ich in die letzte Schüssel noch Paniermehl. Das Paniermehl mit einem gehäuften Teelöffel Paprikapulver vermischen und danach können wir die Kohlrabi-Stücke panieren, dafür zunächst im Mehl wenden, überschüssiges Mehl etwas abklopfen, dann durch das verquirlte Ei ziehen, das Ei etwas abtropfen lassen und zum Schluss im Paniermehl wenden und rundherum damit panieren. Das Ganze jetzt für die restlichen Kohlrabi-Stücke wiederholen und wenn das erledigt ist, einen großen Topf oder Wok mit etwa 1 Liter Rapsöl erhitzen. Um zu überprüfen, ob das Öl schon heiß genug ist, könnt ihr ein Thermometer verwenden oder aber alternativ taucht ihr einen Holzlöffel oder Holzstiel ins heiße Öl und wenn dann sofort kleine Bläschen daran aufsteigen, könnt ihr mit dem Frittieren loslegen. Die panierten Kohlrabi-Stücke vorsichtig portionsweise ins heiße Öl gleiten lassen und dann für 5 bis 6 Minuten unter gelegentlichem Wenden goldbraun und knusprig ausbacken. Die fertigen Kohlrabi-Nuggets mit einer Schaumkelle aus dem Öl herausheben, auf Küchenpapier abtropfen lassen und die restlichen Nuggets auf die gleiche Weise ausbacken. Danach können wir servieren. Für alle, die sich in den letzten Videos gefragt haben, wo Cooper eigentlich in der neuen Küche seinen Platz hat, hier habt ihr die Antwort. Ich richte derweil an, die Kohlrabi-Nuggets auf einen Teller geben, den Kräuterquark-Dip dazu servieren und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.